Herzlich willkommen, mein Name ist Amelie Klein. Ich bin leitende Kuratorin der Ausstellung Heimaten, eine Ausstellung und Umfrage. Die eine Definition über Heimat oder für Heimat, die für alle gilt und für jeden Moment gilt, die gibt es nicht. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, einen Titel zu wählen, der im Plural steht, Heimaten. Diese Ausstellung ist daher nicht als klassische Ausstellung nur angedacht, sondern auch als eine Umfrage, so wie es der Untertitel auch schon verrät. Wenn man hier reinkommt, kann man sich mit seinem Handy in ein lokales Netzwerk einloggen und an einer Umfrage teilnehmen und dann Fragen beantworten dazu, was für einen selbst Heimat bedeutet. Diese Antworten werden dann auch sofort Teil der Ausstellung, weil die werden an die Wände projiziert, in dem Moment, wo man sie absendet. Ganz grundsätzlich ist die Ausstellung über Fragen organisiert und strukturiert. Wir haben 7 Hauptfragen, die sich unterschiedlichen Aspekten von Heimat widmen. Und dann gibt es ganz viele Unterfragen. Jede Hauptfrage hat nochmal vertiefende Fragen und jedes Objekt, das als Denkanstoß oder Diskussionsanregung dienen soll, hat ebenfalls auch nochmal eine Frage. Das heißt, wir stellen hier ganz viele Fragen, wir geben keine Antworten, denn die Antworten sollen die Besucherinnen und Besucher selbst geben und wir alle gemeinsam sollen jeden Tag aufs Neue verhandeln und überlegen, was für uns Heimat sein könnte. Den Auftakt der Heimatenausstellung bildet eine große Auswahl einer prototypischen Klischeelandschaft, der deutsche Wald. Rund ein Drittel Deutschlands sind von Wäldern bedeckt, aber dennoch hat der Mensch keine Wurzeln, sondern Beine. Und auch der Wald wird in der Geschichte für eine Vielzahl verschiedener Interessen funktionalisiert und eingesetzt. Von völkisch-national bis zu umweltbewusst, aber eben auch kommerziell, nicht nur politisch, vom Märchenwald, der Käse verkaufen möchte, bis zu Tourismus, ist das immer wieder eine klassische Bildchiffre, mit der eben viel mehr gewollt wird, als nur Heimatgefühle erwecken, sondern eben ganz klare politische oder kommerzielle Ziele zu verfolgen. Im Bereich Verlust gibt es hier diese sozusagen spezielle Leuchteninstallation vom Designstudio Mischa Traxler, Riparian Cloud. Und worum geht es in diesem speziellen Projekt? In den Glaskolben befinden sich nachgebaute Insekten, die normalerweise, wenn wir uns sozusagen ein interaktiver Luster, wenn ich jetzt mich annähern würde, fangen die an zu schwirren und zu klingen. Und jetzt können Sie wieder fragen, was hat ein Insekt mit Heimat zu tun? Und ich würde sagen, es gibt 2 Aspekte, warum es damit zu tun hat. Einmal, Insekten haben genauso das Recht, auf der Welt zu sein, eine Heimat zu haben, an einem Ort, wo sie sich sozusagen leben und fortpflanzen können, wie wir auch. Sind nicht das Wichtigste, sozusagen die wichtigsten Personen auf dieser oder Lebewesen auf der Welt. Aber auf der anderen Seite sind wir auch massiv abhängig davon, dass diese Welt in einer Balance bleibt. Und Insekten sind das erste, sozusagen sind ein Symbol oder ein Signal dafür, wenn etwas aus der Balance gerät, wenn sie verschwinden. Ganz oft ist Heimat ja mit einer Sinneserfahrung oder einer Sinneserinnerung verbunden, mit Gerüchen, Geschmäcken, Klängen oder bestimmten Lichteinfällen, sowas in der Art. Eine wunderbare Geschichte dazu ist, es dreht sich um den Espresso. Tatsächlich wurde auf der Weltraumstation der ISS eine Espressomaschine geliefert für eine italienische Astronautin, die da war. Samantha Cristoforetti, und die hat dann wirklich im Weltall eine Tasse Espresso getrunken. Anfangs noch aus den typischen Säckchen, also da im All wird alles gegessen, getrunken aus so Tüten mit Strohhalm. Und dann wurde auch extra dafür eine Tasse entwickelt für Flüssigkeiten im schwerelosen Raum, sodass die Astronauten und Astronautinnen dann auch den Espresso trinken können aus der Tasse, sodass aus der Tasse auch der Geruch aufsteigen kann. Und wie wir wissen, ist ja Geschmack und Geruch ganz eng miteinander verbunden. Also Heimatgefühl auf der Raumstation der ISS durch Espresso. Ein Beispiel für Gemeinschaft, die die Zeitläufe überdauert hat, findet sich in dieser Vitrine. Das DDR-Sandmännchen, das hier in einer Papierkorb-Leermaschine im Schatten des Berliner Fernsehturms vielleicht gerade über den Alexanderplatz fährt. 1959 geht es erstmals auf Sendung und hält sich bis heute
im Vorabendprogramm. Es hat die politische Wende 1989 überstanden, die ja vielen Menschen die kulturelle, soziale, politische Heimat genommen hat, obwohl die lokale Heimat erhalten blieb. Wir sind hier in dem Abschnitt der Ausstellung, wo es um neue Heimaten geht, um den Aufbau einer neuen Heimat. Und etwas, was man schon argumentieren kann, ist, dass auch der Körper eine Art Heimat ist. Und nicht wir alle sind in dem Körper zu Hause und beheimatet, der uns von Geburt an gegeben wurde. Und für Menschen, die von einem Körper zum anderen in eine neue Heimat sozusagen wechseln, gibt es auch Objekte, die diese Reise unterstützen. Und wir haben hier sogenannte Chestbinder, um die Brust abzubinden. Und das ist der erste Chestbinder, der eigens von Transgender-Menschen für Transgender-Menschen entwickelt wurde und unterstützt eben diese Menschen auf ihrer Reise in eine neue Heimat. Vereine bieten viele Formen von gemeinschaftlicher Heimat. Ein Beispiel ist etwa der FC St. Pauli, Fußballvereine generell, aber bis hin zurück zu Musik-, Gesangs- und Heimatvereinen. Wir haben uns den FC St. Pauli rausgesucht, weil er dezidiert politisch, tolerant, offen eine Heimat bietet, nicht nur für den Stadtteil, sondern weit darüber hinaus. Der Schriftzug Kein Fußball den Faschisten wurde von Faninitiativen eingebracht, prangt auf Sondertrikots, aber eben auch mit Fans gemeinschaftlich aufgebracht im Stadion und lädt so alle ein, am Millerntor zu Hause zu sein und hier eine Heimat zu finden. Ich stehe hier vor einem Objekt, dem Milchglas aus Österreich, das Milchglas. Und ich bin aus Wien und bin tatsächlich mit diesem Glas groß geworden oder mit der Kampagne. Und da passiert etwas super Interessantes. Ich habe das Objekt selber vorgeschlagen, da es für mich wirklich auf eine gewisse Art und Weise zu Hause bedeutet. Ja, ich bin groß geworden mit diesem Glas, mit der Kampagne zu Milch. Und dann glaubt man, dann hat man irgendwann mal das Gefühl, das ist ja selbstverständlicher Teil meiner Identität. In Wahrheit steht aber dahinter, dass ein Milchüberschuss zu einer riesigen Kampagne geführt hat. Im Zuge der Kampagne ist dieses Milchglas entworfen worden und Milch wurde zu dem super Thema unserer Generation oder dieser Zeit. Und das ist ja schon, das muss man sich dann immer wieder bewusst werden und das ist auch etwas, was diese Ausstellung vermitteln möchte. Design ist, oder Objekte sind nicht immer so gegeben, wie sie zu sein scheinen, sondern sie sind sehr oft sehr bewusst gestaltet mit einem bestimmten Kalkül und Ziel dahinter. Zum Beispiel, dass ich dann nachher glaube, das ist doch meine Heimat. Wir beschäftigen uns in der Ausstellung natürlich auch mit dem Thema Heimatverlust. Und oft ist es so, dass wir Heimatlosigkeit mit Besitzlosigkeit gleichsetzen. Und nur selten sehen wir in geflüchteten Menschen Vertreter einer Mittelschicht, die sie vielleicht waren, die vielleicht Autos, Häuser, Klaviere, Bücherregale oder sonst was zurückgelassen haben. Und was wir hier sehen, ist eine Arbeit, in der syrische geflüchtete Menschen gebeten wurden, aus ihrem Gedächtnis die Grundrisse von ihren Häusern und Wohnungen zu zeichnen. Und was wir hier sehen, sind Mittelschichtsleben, Klaviere und daneben die Notiz, ich musste immer Klavierunterricht nehmen und habe es gehasst und jetzt bereue ich, dass ich es gehasst habe. Und ich finde, das ist eine unglaublich berührende und sehr, sehr poetische Arbeit, die diese Geschichte dieser geflüchteten Menschen ganz nah an uns ranholt, weil sie in Wirklichkeit genauso leben, wie wir auch leben, mit Büchern und mit dem Fernseher und der Fernbedienung. Und deswegen finde ich, ist das eine ganz besonders schöne Arbeit in dieser Ausstellung. Ein Beispiel für besonders brutal zerstörte Gemeinschaft zeigt diese Vitrine hier. Im Februar 1939 verbieten die Steuer- und Vermögensgesetze des NS-Regimes jüdischen Bürgerinnen und Bürgern den Besitz von Edelmetall. Behalten darf man nur ganz wenig. Alles andere muss den Behörden übergeben werden. 1960 übergibt die Freie und Hansestadt Hamburg 1 Tonne Silberobjekte an die Museen in Hamburg mit der Bitte oder der Auflage, über Provenienzforschung die rechtmäßigen Erben bzw. die rechtmäßigen Besitzer herauszufinden. Das gelingt leider nur sehr selten. So sind diese Silberbestecke und die ganzen Silberobjekte ein Memento an grausam zerstörte Gemeinschaft. Hallo, wir sind Michael Annoff und Nuray Demir und gemeinsam kuratieren wir die Audiospur Geliehene Gemeinschaft in der Heimatenausstellung. Es werden 14 Leihgaben auf den roten Flächen zu sehen sein.
Wir sind performative Kuratorinnen, weil wir uns vor allem für immaterielles Kulturerbe interessieren. Wir stellen vor allem postmigrantische und queere Kulturen aus, die vielleicht noch nicht so sehr von Museen gesammelt wurden, oder Dinge, die sich gar nicht als klassische Museumsexponate zeigen lassen, etwa ein Duft, ein Gedicht oder eine Geschichte oder eine Performance.